Hey meine Lieben, ich bin's der Frank und heute im Video soll es um den Glitzerboomer gehen. Wenn ihr euch fragt, was ist der Glitzerboomer? Ja, das ist ein Babyboomer, der aber mit Glitzergelen kreiert worden ist. Und wir haben bei Veto ja ein ganz spezielles weißes Glitzergel für euch kreiert, mit dem es unglaublich zauberhafte Effekte gibt, gerade wenn man so eine Babyboomer-Modellage machen möchte. Und es ist auch ein Glitzergel für alle, die sich ein bisschen schwerer tun mit dem Babyboomer. Wie es funktioniert, welche unglaublich tollen Effekte ihr kreieren könnt, die zeige ich euch heute im Video. So meine Lieben, ich bin am Nageltisch angekommen und habe den Nagel hier schon mal vorbereitet. Ich habe die Nagelhaut entfernt, mattiert, Schablone angesetzt und ihr findet natürlich alle Produkte, die ich hier im Video verwende, auch bei uns im Online-Shop unter www.veto-nails.de. Nach dem Vorbereiten des Nagels wird die Nagelplatte erstmal entfettet. Dazu nehme ich unseren Clean & Prep. Das ist nicht nur ein klassischer Entfetter, sondern auch ein eingetragenes Desinfektionsmittel für die Nagelplatte und das umliegende Gewebe, gerade jetzt in dieser Zeit. Und wenn wir wieder arbeiten dürfen in den Nagelstudios nach dieser ganzen Corona-Pandemie, ist es unglaublich wichtig, hier wirklich sich mit einem guten Produkt einzudecken. Und da kann ich euch Clean & Prep als Entfetter und als Basis nur ans Herz legen. Danach nehme ich unser Bond & Build. Bond & Build ist unser klassisches, traditionelles Haftgel. Das empfehlen wir zu 99,9%. Wird auch von den meisten Kunden gern genommen und ich liebe es auch. Es hat einen leichten Säureanteil. Damit könnt ihr auch verlängern, modellieren. Ich nehme es jetzt hier nur als Haftgel und da ist es perfekt bei sehr anspruchsvollen Nägeln mit Haftungsproblemen. So, und dann kommen wir zu unserem ganz neuen Produkt. Wir haben eine Glitzergel-Kollektion, gibt es einmal als Glitzergele, gibt es aber auch als Glitzer-Shellack bzw. UV-Nagellack, 6 Farben und die Kollektion nennt sich Wedding Collection. Das sind 6 Farben, die ihr wirklich überall und immer einsetzen könnt. Die dürfen in keinem Nagelstudio fehlen, kann ich euch jetzt schon sagen. Und die erste Farbe, die ich euch hier im Video zeige, ist die 205. Das ist ein Glitzerweiß. Damit verlängere ich, lasst es kurz anhärten bzw. komplett aushärten und entferne dann die Schablone. Dieses Glitzerweiß könnt ihr perfekt nehmen für einen Babyboomer oder auch für eine French, ja, wie ihr es jetzt hier seht. Und wichtig ist allerdings nur, dass es sehr, sehr dünn arbeitet. Also wenn ihr auf Schablone verlängert, ganz dünn arbeiten, an die Nagelkante anstoßen, komplett aushärten und dann kann man die Schablone abnehmen. Viele sagen ja immer, man könnte dann die Schablone nicht abnehmen. Doch, das geht. Ja? Also wenn das gut an den Nagel angesetzt ist und komplett ausgehärtet ist, kein Problem. Ihr müsst nicht warten, bis der Nagel komplett modelliert ist. Wichtig ist nur, dass die Verlängerung über Schablone immer nur ganz hauchdünn ist. Das ist nur die optische Verlängerung, hat nichts mit der Stabilität zu tun. Da wir ja einen Babyboomer machen möchten und gerade diese 205 ist perfekt für einen Babyboomer, trage ich dann im zweiten Schritt nochmal eine dünne Schicht Weiß auf und verblende das schön nach hinten. Mit dem Pinsel 204, falls jemand wissen will, was das für ein Pinsel ist, findet ihr auch bei uns im Sortiment. Und gerade für die Nageldesignerinnen oder Nageldesigner, die sich mit dem Babyboomer immer so ein bisschen schwer tun, weil es so unglaublich schwierig ist, das Material zu verblenden, ist natürlich das Ganze mit einem Glitzergel und mit einem schönen weißen Glitzergel. Und ich kann euch sagen, wir haben uns echt die Zähne ausgebissen, bis wir diesen schönen Weißton fertig hatten. Also der wird euch begeistern, bin ich jetzt schon sicher. Aber mit so einem Glitzergel ist es natürlich viel einfacher. Gerade jetzt auch, wenn wir wieder arbeiten dürfen für die Sommermonate. Vielleicht auch für Hochzeitsnägel. Ein unglaublich schöner Effekt. Wichtig ist, dass keine harte Kante entsteht zwischen Spitze und Nagelbett. Und dann wird der ganze Nagel aufgebaut mit unserem Build & Blend in dem Fall. Wir hätten aber auch unser Build & Blush, das ist noch ein bisschen intensiver rosa. Wir hätten unser Build & Cover oder Build & Mask, das sind so Camouflage-ähnliche Modellagegele. Also auch da findet jeder Topf seinen Deckel, wenn es um die perfekte Farbe geht für einen Babyboomer. Schaut da einfach mal bei uns im Shop vorbei und lasst euch da ein bisschen inspirieren. Ich nehme gern das Build & Blend, weil das eben so eine zarte roséfarbene Tönung hat und weil man den Nagel, vor allen Dingen die Nagelplatte des Naturnagels, noch schön durcherkennen kann. Aber trotzdem habe ich so einen weich kaschierten Look. Und gerade für einen Babyboomer, gerade mit unseren Glitzergelen, finde ich das
sehr, sehr schön. So, danach wird das Ganze ausgehärtet, härtet übrigens komplett ohne Hitzereaktion, also vor allen Dingen auch für empfindliche, sensible Nägel sehr, sehr gut. Feilt es in Form, buffert es und dann könntet ihr es versiegeln. Ich will aber hier jetzt noch ein bisschen einen draufsetzen, was das Glitzer angeht. Ich habe nämlich noch eine zweite Farbe hier im Video, die ich euch vorstellen will, aus unserer neuen Wedding Collection und das ist die 204. Die 204, ich sage es jetzt mal so lapidar, das war nämlich das erste, was ich zu unserem Chemiker gesagt habe, als ich dieses Glitzergel aufgetragen habe. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte ein Einhorn auf den Nagel gepupst. Es ist ein Rosé drin, es ist ein Perlmutt drin, es ist ein bisschen Regenbogen mit drin, aber es ist ganz zart und es ist nicht zu übertrieben kitschig. Ihr könnt es über Babyboomer auftragen, ihr könnt es über Nude auftragen, ihr könnt es über Farben auftragen, ihr könnt es einzeln nehmen, ihr könnt es zum Verlängern auf Schablone nehmen für so schöne glitzernde Glasspitzen. Ein wunderschöner Effekt, der im Video leider gar nicht so rüberkommt, wie es in Natura eigentlich ist. Danach wird das Ganze versiegelt mit unserem Gloss & Go, ausgehärtet, abkühlen lassen. Ist ja sowieso für mich der weltbeste Versiegler, den es gibt. So ein Hochglanz, den sucht ihr lange. Ja. Und dann kommt noch ein bisschen Nagelpflegeöl drauf, um die Nagelhaut zu pflegen. Gerade jetzt in der Zeit ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man da die Nagelhaut ein bisschen mehr pflegt. Ja, das war's schon mit unserem Glitzerboomer. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu unserer neuen Wedding Collection sagt. Wenn ihr sie vielleicht schon ausprobiert habt oder wenn ihr sie dann ausprobiert habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Oder postet auch mal euren Glitzerboomer auf Instagram mit dem Hashtag Vetonails und verlinkt uns bitte auch mit Vetonails in dem Beitrag. Würde mich interessieren, wie da eure Resultate geworden sind. So, Mädels und Jungs, Jungs und Mädels, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann müsst ihr auch nicht abonnieren. Aber wenn ihr abonniert, dann drückt auch gleich das Glöckchen bei mir auf dem Kanal. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video von mir. Und ja, es gibt auch bald wieder ein neues Video und da freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, euer Frank.